Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Wobei, vielleicht nicht so ganz so, denn heute wollen wir mal auf ein Problem zu sprechen kommen, betreff AV-Receiver. Die bieten ja eine ganze Menge Anschlüsse, aber das, was man vielleicht haben möchte, oft nicht mehr. Und zwar einen extra Audioausgang. Ihr kennt es vielleicht von älteren Verstärkern, die haben oft einen extra Audioausgang, um das Musiksignal kommend von der CD oder Radio, wie auch immer, zu einem Kassettendeck weiterleiten zu können, um dort Kassetten aufzunehmen. Hat er hier nicht. Aber er hat HDMI-Ausgänge. Wie können wir denn jetzt einen HDMI-Ausgang zu einem Audioausgang machen? Das erkläre ich euch in diesem Video. Bleibt doch einfach dran. Los geht's. Euer Speaker Schocker. Damit wir das Ganze bewerkstelligen können und auch aus dem HDMI-Ausgang vom AV-Receiver das Audiosignal extrahieren können, brauchen wir hier so ein kleines Kästchen. Aber Achtung, das Kästchen muss auch Bildsignale verarbeiten und weitergeben können, obwohl wir hier nur die Audiosignale brauchen. Denn wenn wir beim AV-Receiver bei dem HDMI-Ausgang was anschließen, findet ein sogenannter Handshake statt. Das heißt, es wird geguckt, was wird da angeschlossen, was können für Bildsignale verarbeitet werden. Können jetzt keine Bildsignale verarbeitet werden, dann ist es bei vielen AV-Receivern so, dass der jeweilige HDMI-Ausgang gar nicht eingeschaltet wird oder gar nicht weitergeleitet wird, weil der AV-Receiver denkt, ist nichts angeschlossen. Also Bildsignale müssen auf jeden Fall auch verarbeitet werden können. Ich habe hier so ein einfaches Gerät, bei mir funktioniert das. Ich packe das euch unten einfach mal in die Videobeschreibung rein. Auf der einen Seite können wir das HDMI-Signal vom AV-Receiver ausgehend hier reingeben. Und auf der anderen Seite können wir dann das ganz normal, wenn wir wollen, zum Fernseher weitergeben. Oder einfach auch nur das Audiosignal hier entweder digital oder analog rausgeben. Das heißt, wir brauchen ein HDMI-Kabel, um den AV-Receiver hiermit verbinden zu können. Ein USB-Anschluss, damit wir das Ganze hier mit Strom versorgen können, kennen wir aber alle vom Handy her. Und Audiokabel, damit wir das Audiosignal auch aus dem Gerät rausführen können, zum Beispiel zum Kassettendeck, Kopfhörerverstärker, wie wir wollen, entweder so oder halt mit so einem Kabel. Und wie schließen wir das Ganze an und was muss ich beim AV-Receiver einstellen, damit das Ganze funktioniert? Ja, das zeige ich euch jetzt. Als erstes suchen wir uns die HDMI-Ausgänge an unserem AV-Receiver. Das wären hier in meinem Beispiel diese hier. An dem einen habe ich schon meinen Fernseher ganz normal angeschlossen, aber wir könnten rein theoretisch auch den Adapter hier dran anschließen und dann das Fernsehsignal durch den Adapter ganz normal wieder zum Fernseher geben zu lassen. Aber ich schließe jetzt einfach mal meinen Adapter hier an den zweiten HDMI-Ausgang an. Und das war jetzt schon die Anschlussarbeit an der Rückseite des AV-Receivers. Mehr ist da nicht. An unserem Kästchen schließen wir nun das HDMI-Kabel an, welches wir gerade am AV-Receiver angeschlossen haben, in den Eingang hier rein. Wir können das Ganze auch schon mal mit Strom verbinden. Zack. Und auch das Audiokabel können wir schon mal anschließen. Ich nehme jetzt hier einfach mal diesen Klinkenanschluss. Rein theoretisch können wir jetzt hier das HDMI-Kabel anschließen, welches dann an den Fernseher angeschlossen wird. Und so könnten wir dann das Bild weiterleiten. Brauchen wir aber nicht. Wir wollen ja nur das Audiosignal haben. Und jetzt muss noch eine Kleinigkeit eingestellt werden und dann läuft das Ganze. Im Menü des AV-Receivers müssen wir jetzt unter den Punkt HDMI oder HDMI-Einstellungen, das kann je nach AV-Receiver immer ein bisschen anders aussehen, oftmals noch einstellen, dass wir über den HDMI-Ausgang, den wir jetzt verwendet haben, hier in diesem Fall ist es der HDMI-Ausgang 2, dass wir darüber auch Audiosignale ausgeben möchten. Das muss man öfters noch einstellen. Oftmals muss man den HDMI-Ausgang, den man verwenden möchte, erst noch einschalten. Hier über Yamaha geht das in der eigenen App, aber das kann auch von AV-Receiver zu AV-Receiver anders sein. Hier, wir haben ja den HDMI-Ausgang 2 gewählt, der ist hier standardmäßig ausgeschaltet, den schalten wir jetzt ein. Und im Display des AV-Receivers erscheint jetzt auch HDMI 2. Jetzt sollte alles funktionieren. Auf zur Probe. Ich habe jetzt hier das Kabel, was wir hier gerade angeschlossen haben, den Audioausgang, einfach mal hier an so einem Lautsprecher angeschlossen und zu zeigen, dass das Ganze jetzt auch funktioniert. Wollen wir einfach mal hier was hier von YouTube abspielen lassen. Ja, Musik kommt, können wir hier auch die Lautstärke ändern. Wunderbar. Radio oder sowas läuft auch. Jasper, moin. Hallo, grüß dich. Hier ist der Nikola von Sunshine Live. Genau, wunderbar. Ist er jetzt auch im Video drin, der Nikola? Wunderbar. Das Ganze läuft. Das Audiosignal können wir jetzt weiter zu einer weiteren Anlage geben. Zum Beispiel in der Küche, wenn man da was Älteres stehen hat, gar kein Radio drin. Man möchte das DAB Plus Radio vom AV-Receiver nutzen und dann in der Küche hören. Alles gar kein Problem. Wenn wir das Signal im Kassettenrekorder reingeben, können wir wieder Kassetten hören. Alles gar kein Problem. So baut man sich ganz einfach einen weiteren Audioausgang, wenn man keinen hat oder die vorhandenen schon belegt sind.
Man kann das Ganze jetzt auch natürlich an einer Pegelanzeige anschließen. Funktioniert auch ohne Probleme. Schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da habe ich noch ein paar andere Tipps für euch aufgelistet, was ihr sonst noch so aus eurer Anlage rausholen könnt, wo man vielleicht auf den ersten Gedanken gar nicht drauf kommt. Jetzt bedanke ich mich bei euch, dass ihr so lange zugesehen habt. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder sogar geholfen, dann freut mich das. Gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch dieser Kanal, diese Themen interessiert, dann abonniert ihn auch gerne. Dann würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir bis dahin gesund und munter. Macht's gut. Bis dahin. Euer Speakershocker. Tschüss. Da oben sind 2 andere Videos und da unten ist Abonnieren.